Alle reden vom neuen deutschen Doppelpassgesetz, was ja im Juni 2024 in Kraft treten wird. Wir haben vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo wir wohlhabenden Ausländern vor der deutschen Staatsbürgerschaft warnen aufgrund der steuerlichen Konsequenzen. Vielfache Reaktionen in den Kommentaren war dann, naja, dann melde ich eben einfach dieses Einkommen nicht und begehe praktisch Steuerhinterziehung. Ob das eine gute Idee ist und was die Konsequenzen dessen wären, damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wenn du an das neue deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz denkst, dann denkst du vermutlich vor allem an Personen aus Drittweltländern, die sich hier die deutsche Staatsbürgerschaft sichern wollen, weil ihre eigene Staatsbürgerschaft so schlecht ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Tatsächlich gibt es viele wohlhabende Ausländer, gut situierte Ausländer, die sich die deutsche Staatsbürgerschaft sichern. Bestes Beispiel: viele Briten, die in Deutschland leben und sich hier ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht sichern wollen, aber eben nach dem EU-Austritt des UK sich hier nicht mehr auf die EU-Niederlassungsfreiheit bzw. Freizügigkeit berufen können, wollen jetzt vielfach und haben auch schon in der Vergangenheit die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, um weiter in Deutschland bleiben zu können. Viele nehmen die deutsche Staatsbürgerschaft an, ohne sich der steuerlichen Konsequenzen bewusst zu sein, ohne sich der großen steuerlichen Nachteile bewusst zu sein, die diese deutsche Staatsbürgerschaft mit sich bringt, vor allen Dingen, wenn man plant, irgendwann mal wieder Deutschland zu verlassen. Viele Ausländer wissen auch nicht, wie streng wirklich das deutsche Finanzamt und die deutschen Strafverfolgungsbehörden sind, wenn es um Steuerhinterziehung geht. Um beim Beispiel Großbritanniens zu bleiben, hier ist eigentlich die Steuerbehörde HMRC recht handzahm. Damit meine ich nicht, dass nicht hohe Steuern fällig werden und die Behörde auch hier dann relativ schnell und relativ intensiv hier Forderungen einholen will. Aber vielfach werden selbst Forderungen aus Steuerhinterziehung nur zivilrechtlich geahndet. Sie haben aber keine strafrechtlichen Konsequenzen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern an einen Fall von 2023, da waren einige Imbissbesitzer im Norden Englands hier auffällig geworden, weil sie letztlich die Kassensysteme manipulierten und so in sehr großem Umfang, wir sprechen von mehr als einer halben Million Pfund, Umsatzsteuer und Einkommensteuer hinterzogen haben. Hier gab es dann keinerlei strafrechtliche Konsequenzen. Die Steuerbehörde hat hier einfach eine Forderung an die Beschuldigten gestellt und natürlich gab es eine saftige Strafe von über 100% der fälligen Steuern. Die Betroffenen haben dann auch noch die Frechheit besessen, gegen die hohe Strafe zu klagen. Sie fanden diese ungerechtfertigt, aber sie haben natürlich verloren. Aber was ich meine, möglicherweise führt dann eben ein solches Szenario zur Privatinsolvenz, aber man ist nicht strafrechtlich belangt. In Deutschland wäre das etwas ganz anderes. Hier drohen ab 100.000 Euro Hinterziehung sicherlich Gefängnis. Vielleicht gibt es eine Bewährungsstrafe, aber du bist auf jeden Fall vorbestraft. Und was das für eine Konsequenz hat, dass man vorbestraft ist, das wollen viele gar nicht wahrhaben. Wir reden ja auf diesem Kanal vielfach von Citizenship by Investment Programmen zum Beispiel. Wenn du hier eine Vorstrafe hast, wird es sehr viel schwieriger oder sogar unmöglich sein, eine solche Staatsbürgerschaft dann zu erwerben. Oder ein ganz praktisches kleines Beispiel: Du kannst nicht mehr in die USA mit ESTA einreisen. Also eine Vorstrafe zu haben, hat tatsächlich sehr viele negative Konsequenzen. Das sollte man auf keinen Fall hier herunterspielen und das auf die leichte Schulter nehmen. Und wie gesagt, bei größeren Beträgen ist man dann in Deutschland schon ziemlich schnell im Knast. So, nun wirst du sagen, aber wenn man ein relativ unbescholtener Bürger ist, wie kann man dann überhaupt eigentlich hier in großem Stile Steuern in Deutschland hinterziehen? Nun, folgendes Beispiel hatte ich ja gebracht. Ich hatte von einem Australier gesprochen, der von Australien nach Deutschland zieht, dort ein paar Jahre lebt, die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, noch ein paar weitere Jahre dort lebt und irgendwann wieder nach Australien zurückkehrt. Nun lebt er 5, 6, 7 Jahre in Australien, dann stirbt sein Onkel und vererbt ihm ein Haus in Sydney im Wert von 2 Millionen Euro.
In Australien gibt es keine Erbschaftssteuer. Das heißt, hier muss er nichts bezahlen. Aber unser australisch-deutscher Staatsbürger muss nun in Deutschland auf diese australische Erbschaft 600.000 Erbschaftssteuer bezahlen, auch wenn er schon seit 6, 7 Jahren nicht mehr in Deutschland lebt. Die Frist sind hier im Falle von Australien 10 Jahre, weil eben Australien für die Erbschaftssteuer als Niedrigsteuerland gilt aus deutscher Sicht. Somit ist er also hier verpflichtet, in Deutschland anzugeben, dass er diese Immobilie geerbt hat und muss entsprechend in Deutschland die Steuer bezahlen. So, und damit haben wir natürlich einen sehr großen Betrag, nämlich 600.000 Euro. Wenn du diese hinterziehst und diese nicht angibst in einer deutschen Steuererklärung, dann reden wir hier tatsächlich von möglichen Gefängnisstrafen, die dir dann blühen oder zumindest eine Bewährungsstrafe. Eine Gefängnisstrafe ist verpflichtend, wie gesagt, ab 1 Million Euro hinterzogen. Aber gerade im Falle von Australien ist auch dies relativ schnell vorstellbar, denn die Immobilienpreise sind ja doch dort immens hoch. So, und das wäre nun ein Szenario, wo ein eigentlich unbescholtener Bürger auf einmal aus deutscher Sicht ein Steuerhinterzieher ist. Und da ist natürlich nun mein Rat an dich, wenn du in einer solchen Situation bist, dass du auf keinen Fall hier dieses Risiko auf dich nimmst. Du wirst vielleicht fragen wollen, wie kann denn der deutsche Staat überhaupt rausbekommen, dass ich hier die Steuern nicht bezahlt habe? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, wie sowas vonstatten gehen kann. Natürlich, es könnte dich jemand anzeigen, der dich kennt, aus Neid. Vielfach ist es ehrlich gesagt auch so, dass dann die Kinder, wenn sie zum Beispiel dann wieder Vermögen erben, was nicht deklariert wurde gegenüber den Behörden, dann diese Deklaration im Nachhinein wahrnehmen. Wir haben das mehrfach schon erlebt mit Mandanten, die zum Beispiel hier Schweizer Konten geerbt haben und dann sich entschieden haben dazu, letztlich hier dieses hinterzogene Geld im Finanzamt zu melden, damit hier reiner Tisch gemacht wird. Denn die wenigsten Menschen möchten eigentlich sowas auf dem Gewissen haben, sage ich jetzt mal. Die meisten Menschen wollen ruhig schlafen. Die meisten Menschen möchten lieber ihre Steuern bezahlen. Daher würde ich mich gar nicht so sehr damit beschäftigen, wie sowas rauskommen kann, sondern ich würde mich damit beschäftigen, wie du sowas von Anfang an verhindern kannst. Und du kannst es eben damit verhindern, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft erst gar nicht annimmst. Die Aufgabe der deutschen Staatsbürgerschaft hätte übrigens jetzt in dem Beispiel, was ich gerade eben erzählt habe, keine Konsequenz, wenn du erstmal in Deutschland 5 Jahre mit dieser Staatsbürgerschaft gelebt hast und sie dann ablegst, bliebest du trotzdem noch für 10 Jahre erweitert beschränkt erbschaftssteuerpflichtig, wenn du nach Australien zurückziehst. Also das hätte auch keinen Sinn. Aber was ich sagen will, ist, gerade bei der Erbschaftssteuer, gerade bei der Schenkungssteuer kann man ja vielfach absehen, ob da in Zukunft hier etwas auf einen zukommt, sage ich jetzt mal, ob man hier von der Familie bedacht wird. Ich kenne ja den Onkel, der vielleicht ohne Nachfahren hier versterben wird irgendwann. Ich weiß ja dann, dass ich vermutlich derjenige bin, der diese Immobilie erbt. Ich weiß ja, welches Vermögen sich in der Immobilie befindet und dass ich eben dann auf Basis dieses Wissens mir sehr gut überlege, ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft annehme oder entsprechend dann wenigstens meinen Wegzug aus Deutschland so plane, dass ich nicht mehr hier unter die Erbschaftssteuer in Deutschland falle. Das ist in der Regel eben 5 Jahre nach Wegzug oder im Falle Australiens, Kanada übrigens wäre es genauso, USA wäre es genauso, sind es 10 Jahre nach Wegzug, die man noch unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland ist, selbst wenn man die ganze Zeit in diesen 10 Jahren sich nicht in Deutschland aufhält, selbst wenn das Vermögen, das man erbt, nur im Ausland ist, selbst wenn der Erblasser noch nie in Deutschland war, kein deutscher Staatsbürger ist, sondern Ausländer ist. Also das ist mein Tipp an dich. Nimm nicht die Straffälligkeit hier auf die leichte Schulter, unterschätze dieses Risiko nicht, unterschätze auch nicht, was es bedeuten würde, mit so einem Wissen dann hier letztlich leben zu müssen, ständig in der Angst erwischt zu werden. Das lohnt sich in der Regel alles nicht. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten Mandanten hier in Ruhe schlafen und möchten ihre Angelegenheiten geklärt wissen. Auch schon eben einfach, um der nachfolgenden Generation hier
dann nicht so einen Schlamassel zu hinterlassen. Was ich gerade eben über die Erbschaftssteuer gesagt habe, gilt natürlich für die Schenkungssteuer in gleicher Weise. Hier gelten die gleichen Steuersätze, Bedingungen, Freibeträge wie auch für die Erbschaftssteuer. Das heißt, es würde keinen Unterschied machen, ob der wohlhabende Onkel in Australien dir die Immobilie zu Lebzeiten überträgt oder du sie von ihm erbst. Wenn die hier angesprochenen Themen für dich relevant sind, du ins Ausland umziehst als Deutscher oder als Ausländer, möglicherweise noch steuerpflichtig bist und den Umzug korrekt und steuergünstig planen willst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ihren Wohnsitz ins Ausland zu verlegen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.